Hallo allerseits, ich bin Peter Pernsteiner und heute bin ich auf der Inhurgenta in München auf der Uhren- und Schmuckmesse und bin jetzt am Stand von Smarty 2.0 beim Herrn Tino Taumberger. Smarty hat irgendwas mit Smartphone oder mit Smartwatches zu tun. Wir sind auf der Uhrenmesse, also muss es eigentlich um Uhren gehen. Genau so ist es. Es ist das Thema Smartwatch in aller Munde. Es ist weltweit die meistverkaufte Art der Uhr und wir haben da eine italienische Marke mit Smarty 2.0. Die Idee der Smartwatch ist in dieser Firma 2020 entstanden. Mitte, Ende 2021 sind dann die ersten Modelle auf den Markt gekommen und heuer starten wir neu durch mit 2 neuen Modellen, die ich Ihnen gerne präsentieren würde. Und warum habe ich in Deutschland noch nichts gehört von der Marke? Weil die Marke in Italien und in Frankreich gestartet hat, also im südlichen Teil Europas, und wir als Kärntner Unternehmen das Produkt jetzt neu mit aufgenommen haben und den Vertrieb für Österreich, Deutschland und die Schweiz haben. Das heißt, Sie starten heute auf der Inhurgenta quasi in Deutschland. Genau so ist es. Und in Österreich und in der Schweiz. Genau. Gut, dann schauen wir uns jetzt mal diese Uhren an, die Sie hier im Programm haben. Sie haben hier jetzt einige aufgebaut schon. Genau. Wir haben verschiedene Modellgruppen. Zum einen ist dieses Modell eine GPS-Uhr. Da habe ich einen GPS-Tracker dabei. Ich kann meine Radtouren, meine Gehstrecken aufzeichnen und am Abend dann über das Handy oder über den PC auswerten. Zum Zweiten haben wir eine neue Kinderuhr, ebenfalls eine Smartwatch. Da habe ich die verschiedensten Möglichkeiten, dem Kind was Gutes zu tun. Ich habe die permanente Herzfrequenzüberwachung, ich habe Erinnerungsfunktionen, ich kann die Schritte zählen, ich kann sehen, was mein Kind heute gemacht hat. Hier sehen Sie eben, die Herzfrequenz funktioniert natürlich nur, wenn die Uhr getragen wird. Das heißt, auf der Rückseite habe ich den Herzfrequenzsensor, den üblichen grünen. Genau so ist es. Hinten sind diese Sensoren eingearbeitet und je enger ich die Uhr an der Hand trage, desto genauer und besser ist die Messung. Dieses Modell gibt es in 5 verschiedenen Farbvarianten und ich sage mal, das ist für Kinder geeignet von 5 bis 10, 12 Jahren. Kinder- und Smartwatch, die wird dann mit dem Handy auch trotzdem irgendwie gekoppelt? Genau so ist es. Ich habe die Bluetooth-Funktion, habe das dann auch auf dem Handy. Die Bluetooth-Funktion wird an der oberen linken Ecke angezeigt, dass das Gerät synchronisiert ist mit meinem Handy. Das Kind sieht die eingehenden Anrufe und Benachrichtigungen. Benachrichtigung nur, dass eine Nachricht da ist oder sogar? Dass eine Nachricht angekommen ist. Und dann schaue ich halt am Handy nach. Genau. Gut, und das Ding ist irgendwie spritzwasserfest, oder? Genau so ist es. Die Modelle sind IP67, das sind spritzwassergeschützte Modelle. Je mehr Drücker, je mehr Funktionen die Uhr hat, desto schwieriger wird es, ein Gehäuse abzudichten. IP67 ist eben spritzwassergeschützt und zum Händewaschen geeignet, und die Modelle mit der Bezeichnung IP68, mit denen kann ich auch schwimmen gehen, baden gehen, sind 5 Atmosphären wasserdicht. Gut, dann schauen wir uns nochmal die für Erwachsene an, von den Funktionen etwas genauer. Da haben Sie eine ältere, die Sie selber mit Ihrem eigenen Smartphone gekoppelt haben. Dann können wir uns das mal anschauen. Genau so ist es. Das ist das einzige Modell aus der Linie, mit der man auch telefonieren kann. Das heißt, ich habe eine Freisprecheinrichtung, ich kann das Handy in meiner Tasche lassen und über die Uhr telefonieren. Ich habe hier den Drücker, ich kann die verschiedenen Touch-Funktionen wählen. Ich habe hier quasi eine drehbare Lünette am Ziffernblatt. Sobald ich eine Einstellung wähle, geht es auf den gewünschten Button und ich bestätige das Ganze dann in der Mitte, kann dann durchscrollen, sehe meine letzten Anrufe, kann die Stoppuhr aktivieren, kann den Wecker aktivieren, habe dann auch die ganzen technischen Daten der Uhr auf dem Display. Ich kann über den Drücker Retour gehen in die Untermenüs, kann die Helligkeit der Uhr verstellen, und das ist einfach eine nette Sache, ein Gimmick für den technisch versierten und begeisterten Mann oder auch Frau. Und was kann ich dann am Smartphone machen? Da kann ich, glaube ich, dann auch sogar die Ziffernblätter ändern, haben Sie vorhin schon mal erklärt. Genau so ist es. Ich darf kurz das Smartphone entsperren. Ich habe immer die Smartwatch mit der Smartuhr gekoppelt und habe hier die verschiedenen Möglichkeiten dann, mir diverse Ziffernblätter auszuwählen. So, Entschuldigung, wir müssen wieder raus. Das ist jetzt das Ziffernblatt, das ich im Moment gewählt habe. Ich habe dann die Möglichkeit, dass ich das ändere, je nach Laune, je nach technischen. Es gibt auch Spielereien dazu.
Ich habe auch die Möglichkeit, dass ich mir selbst ein Ziffernblatt gestalte und das dann auf der Uhr wiedergeben kann. Das heißt, ich fotografiere ab und mache dann das als eigenes Ziffernblatt. Genau so ist es. Das Foto von der Frau oder Freundin. So ist es. Ja. Oder eine Kreation, eine Grafik oder so kann man dann wahrscheinlich auch machen. Genau, Sie haben die verschiedensten Möglichkeiten. Wenn Sie da technisch versiert sind, ist es überhaupt kein Problem. Gut, und das geht bei den größeren Smartwatches, bei der jetzt hier, bei der neuen auch. Genau so ist es. Diese Funktion haben alle. Gut, und wenn ich jetzt so eine Uhr mit dem Smartphone kopple, wie läuft das ab? Es ist ein relativ einfaches System. Man bekommt ja bei den meisten technischen Sachen keine Beschreibungen mehr dazu. Es funktioniert alles über den QR-Code. Ich habe hier die Verpackung des GPS-Modells, das neu auf den Markt gekommen ist. Man sieht es auch hier gekennzeichnet, dass es GPS-fähig ist. Auf der Rückseite der Verpackung finden Sie einen QR-Code with Help Smart. Sobald Sie den Code scannen, werden Sie in das Menü der Smart Help geführt und richten über diesen QR-Code Ihre Uhr ein. So einfach. Sehr, sehr einfach. Und diese GPS-Funktionen, was habe ich dann als Möglichkeiten mit der GPS-Uhr? Sie haben die Möglichkeiten, dass Sie Ihre Laufstrecken, dass Sie Ihre Radstrecken mittracken, die dann am Abend auswerten. Es ist zurzeit auch möglich, dass man die Sachen auf Strava, eine sehr bekannte Fitness-App, für Radfahrer sehr, sehr beliebt, übermitteln kann und dass ich dann diese Sachen nachsehen kann. Gut, jetzt noch die letzte Frage, die vielleicht noch der eine oder andere Zuschauer wissen will. Smartwatches ist ja oftmals auch nicht ganz billig. Was muss man denn da ausgeben? Was muss man anlegen bei Ihnen für sowas? Das ist das ganz Interessante. Es sind zwei Faktoren, die bei diesem Produkt sehr, sehr wichtig sind. Zum einen ist es die Laufzeit der Akkus. Die halten zwischen 7 und 15 Tagen, ohne dass ich sie laden muss. Und zum Zweiten bewegen wir uns hier in einer Preisklasse zwischen 79 für das Kindermodell und dann ist die Einstiegspreisklasse 99 bis 199 Euro. Das heißt bei 99 noch kein GPS? 99 noch kein GPS, ab 129 mit GPS-Funktion. Die Telefonfunktionsvariante kommt auf 179. Und das ist alles. Und die App ist kostenlos? Die App ist kostenlos, keine Abos, keine versteckten Fallen. Ich habe die Möglichkeit, dass ich meine persönlichen Daten angebe. Ich muss es aber nicht machen. Ich kann mein Körpergewicht eingeben, ich kann meine Größe eingeben, damit natürlich diese ganzen Aufzeichnungsvarianten auch genau sind. Je mehr ich von mir preisgebe, desto genauere Resultate bekomme ich. Aber das gebe ich dann nur für mich persönlich preis oder wird das irgendwo in der Cloud gespeichert? Das wird in der Cloud gespeichert. Doch, aha. Gut, und die GPS-Daten, wenn ich die kopple, dann habe ich im Endeffekt mein Laufprofil, wo ich gelaufen bin, kann ich mal am Handy anschauen später. Genau so ist es. Ich habe dann in der App, wenn Sie es vielleicht kurz zeigen möchten, Aha. Entschuldigung, ich habe in der App quasi ein Tagebuch, wo ich meine Schritte sehe, meinen Schlafrhythmus sehe, je nachdem, was ich eben haben möchte und freigebe, sehe ich dann in Form eines Tagesbuches wieder. Die App und die Uhr setzen sich auf 0 um Mitternacht, das heißt, ich starte jeden Tag bei 0 und kann meine Ziele, die ich vorhin definiert habe, neu erreichen. Wird dann aber auch als Tagesprotokoll gespeichert. Ich kann dann die Tage dann schon später nochmal anschauen. Genau so ist es, ja. Kann also dann irgendwie diese Kalenderdatei dann durchgehen, was habe ich am 3. Mai gemacht. Genau, und können dann schauen, was wir am heutigen 3. Mai gemacht haben. Gut, dann bedanke ich mich bei Tino Taumberger und wünsche viel Erfolg hier beim Start mit Smarty 2.0 in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Dankeschön, hat uns sehr gefreut.